Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein E-Tier Edge Update, das heißt, ich habe Informationen für euch, was das Thema E-Tier Edge angeht. Das Video richtet sich also an alle, die eine E-Tier Edge laufen haben oder den E-Tier Edge, je nachdem, wie man es bezeichnen mag. Ja, hier nochmal die Seite dazu, myedge.io. Hier findet ihr alle Informationen, die ihr braucht, und die meisten wissen es ja, aktuell gibt es 100 ATH täglich für den Betrieb einer ETH Edge Node sozusagen. Das ist das Teil hier. Und was jetzt auch neu im Programm ist, das ist diese Edge Power. Sorry, wenn sich meine Stimme etwas rauig anhört. Ich bin etwas angeschlagen aktuell. Ihr seht hier also neues Produkt Edge Power, aber das Ding ist, ich sag's mal relativ salopp, richtig, richtig teuer. Wir können ja mal gucken, was das Edge Power Gerät kostet. Wir switchen mal rüber zu Helium Deploy. Ihr seht hier, die ETH Edge Power, das Teil hat einen Preis von 56.000 US-Dollar. Mein lieber Scholli, das ist mal eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Also, das werden sich die wenigsten von uns leisten können, das Teil ETH Edge Power bei dem Preis. Aber ihr seht hier dementsprechend auch bei dem Projekt geht es hardwaretechnisch weiter sozusagen. Aber für 56.000 Dollar glaube ich kaum, dass sich irgendeiner von uns so ein Gerät zulegen wird. Naja, wir kommen mal zu den wesentlichen Informationen, die ich für euch mal zusammen gesammelt habe. Wichtig ist immer, ich sage es ja immer wieder, guckt bitte in Discord rein. Hier gibt es regelmäßig Announcements, also Ankündigungen. Bei ETH Edge gibt es wirklich viele Announcements, also bei ETH. Und es gibt viele wichtige Informationen, die ihr euch auf jeden Fall mal also anschauen solltet, was das angeht. Ich meine, für meinen Geschmack sind es zu viele Announcements aktuell, also zu viele Ankündigungen. Es kommt fast jeden Tag was raus. Aber es ist halt eben auch ab und zu mal was Wichtiges dementsprechend für uns dabei. Und das eine möchte ich mir mit euch mal zusammen anschauen. Genau, und zwar geht es um den folgenden Beitrag. So, scroll, scroll, scroll. Ihr seht hier, es gibt eine Kooperation Ether mit Matrix sozusagen, beziehungsweise es wird ein Staking-Protokoll. Das heißt, man macht hier, oder Matrix ist ja jetzt besser aus oder richtig ausgesprochen. Das heißt, es wird ein AUSD-Token erstellt. Das ist quasi ein Stablecoin für AI. Ja, das bedeutet, und ihr habt die Möglichkeit als ATH-Token-Holder quasi, also als Besitzer zu staken, und dann bekommt ihr quasi eine Belohnung bei dieser Plattform. Die Plattform ist aktuell noch nicht live, das heißt, die startet, glaube ich, in 1 oder 2 Tagen, und dann habt ihr halt eben auch die Möglichkeit, dementsprechend eure E-Tier-Token, natürlich nur, wenn ihr das wollt, auch dementsprechend dort zu staken und ihr halt eben Rewards in Art von, beziehungsweise Belohnung in AUSD zu bekommen, also quasi ein AI US-Dollar Stablecoin. Das Ganze findet ihr auch nochmal im Blog von Ether. Den Link dazu packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung rein. Ich denke, ich muss hier nicht alles durchlesen, wieso, weshalb, warum. Hier wird aber nochmal erklärt, wir stellen vor den AUSD. Also es ist quasi Ether und Matrix arbeiten da dementsprechend zusammen, um den AUSD quasi ins Leben zu rufen. Das ist ein algorithmischer Stablecoin für halt eben das dezentrale GPU-Ökosystem. Das heißt, stabile Zahlungen für Computeranbieter, vorhersehbare Kosten für Entwickler, etc. etc. Und ihr seht hier nochmal, das ist halt eben für euch interessant, das AUSD-Staking-Protokoll unkompliziert zu verwenden, umfasst 2 einfache Schritte. AUSD prägen, das heißt, ihr mintet sozusagen durch das Staking vom ATH-Token AUSD, die ihr dementsprechend gut geschrieben bekommt. Das heißt, ihr bekommt dann dementsprechend die Belohnung dafür, weil ihr auch eine gewisse Liquidität in dem Moment sperrt. Ja, das heißt, ihr habt halt eben nur Vorteile davon. Also keiner muss mitmachen. Ihr könnt mitmachen, wenn ihr sagt, okay, interessiert mich, ich mache mit, ich will meine Ether-Token richtig einsetzen, habt ihr halt eben dann auch dementsprechend hier die Möglichkeit. Wie gesagt, den Link zu diesem Beitrag packe ich euch in die Videobeschreibung auch nochmal mit rein. Ja, als nächstes, also die nächste Information, die ich für euch habe, ist TrinityPad. Es gibt einen kleinen Airdrop für euch. Das heißt, jeder, der eine ETH Edge hat die Möglichkeit, sich einen Airdrop zu holen, beziehungsweise ihr bekommt den automatisch. Ihr habt hier auf dieser Möglichkeit zu überprüfen, ob euch dieser Airdrop zusteht. Das heißt, ihr geht einfach mal rein in eure Wallet. Also ich habe ja meine hier ins Metamask importiert sozusagen. Kopieren wir mal die Adresse raus
und ihr gebt das hier in die Adresse, beziehungsweise kopiert das hier rein, geht auf Check und dann seht ihr, alles klar, du bist berechtigt, du bekommst 1600 TNT-Token. Die Token werden nach unseren Informationen halt eben euch automatisch im Laufe der Zeit gut geschrieben. Das heißt, direkt auf eure Wallet, ihr müsst nichts weiter tun sozusagen. Ja, und das ist halt eben auch schon der ganze Zauber sozusagen. Ja, ansonsten habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, hier dementsprechend auch 8 durchzuklicken. Müsst ihr aber dementsprechend nicht. Ihr seht hier, dass es automatisch auf eure Wallet überwiesen wird. Bei uns ist noch nicht drauf, wird dementsprechend kommen. Diese 1600 Token sind aktuell nur $8 wert, aber man weiß halt eben auch nicht, wo das Launchpad letztendlich auch mit dem Kurs, mit dem Preis hingeht. Von daher nur zur Information, dieser kleine Airdrop ist so dieser Anfang, den ihr quasi mit der ETH Edge letztendlich auch bekommen könnt. Also wenn ihr das wollt, ne, beziehungsweise ihr berechtigt seid, ihr könnt es halt eben hier prüfen. Auch diesen Link packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung rein. Ja, ansonsten möchte ich auch mit euch mal in meine Wallet reinschauen. Ihr wisst, ich möchte das Thema relativ transparent halten. Ihr wisst, es gibt jeden Tag 100 Token, die ihr bekommt. Davon bekommt man aktuell 30 durch das Vesting bzw. auch Locking. Ihr seht es hier, aktuell kann ich 840 ATH claimen. Insgesamt sind 5040 Token gelockt, die sind gesperrt, die werden noch später freigeschaltet. Am 18., 17. oder 18. Februar bin ich dann auf 60%, das heißt, da habe ich nach den 3 Monaten 30% mehr. Das heißt, ich kann halt eben dann täglich 60 ATH claimen. Das ist halt eben der nächste Fortschritt sozusagen. Das seht ihr auch hier nochmal. Und ich habe es ja schon öfters mal erklärt, dass ihr quasi 30% am Anfang bekommt. Ihr bekommt halt jeden Tag 30 Token. Nach den 90 Tagen, also nach 3 Monaten, nochmal 30% der Token. Das heißt, 60 Token kann ich dann effektiv ab Mitte Februar auszahlen. Und nach 180 Tagen, sprich nach 6 Monaten, kommen die restlichen 40% mit drauf. Das wird halt eben getan, um halt eben auch das Ökosystem am Laufen zu halten. Ist trotzdem ein Risiko, muss ich ja immer wieder mit dazu erwähnen. Ja, das heißt 100 ATH am Tag effektiv erst nach 6 Monaten. Und dann muss man auch schauen, wo die Reise hingeht, weil ihr seht es ja auch hier, seit November läuft das Ganze. Wir wissen auch noch nicht, was ab Juni letztendlich für Rewards bei rumkommen, was das Projekt angeht. Wir sind aber auf jeden Fall mal gespannt. Ja, ansonsten, ihr kennt das, ihr klickt hier auf Claim. Das dauert ca. 2 bis 3 Stunden, maximal 24 Stunden. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das zu withdrawen. Geht direkt auf eure Wallet, könnt ihr auch dann dementsprechend an die Exchange zurücksenden, in andere Währung tauschen etc. Ich habe bis jetzt noch nichts rausgegeben davon. Das heißt, auf der Wallet ist noch alles drauf, was bis jetzt im Umlauf war. Also ihr seht hier ein paar Ether-Token, die ich habe, und Ethereum braucht ihr natürlich auch auf der Arbitrum One Chain sozusagen, damit das Ganze auch funktioniert. Ja, 2 Themen haben wir noch. Zum einen, wir schauen uns mal den Kurs an. Ihr habt ja gestern beziehungsweise mitbekommen, es gab jetzt durch DeepSeek so allgemein, also das ist eine chinesische KI, die natürlich weitaus günstiger läuft, wie alles das, was man aktuell kennt. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass der komplette Kryptomarkt so abgebrochen ist. Auch Nasdaq 100, S&P 500, alles was große Tech-Unternehmen sind, gerade Nvidia. Das ging natürlich so dermaßen bergab Anfang der Woche und das hat sich natürlich auch auf diverse DeepIn-Projekte niedergeschlagen sozusagen. Ihr seht es hier aktuell, also heute auf dem Kurs gesehen, ihr seht es mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Auf dem 7-Tages-Chart sieht man das auch relativ deutlich. Auf dem Monat sieht man halt eben auch, dass der ETH-Token halt eben ein bisschen zurückgelegt hat. Ich sage es mal ganz einfach so. Nichtsdestotrotz denke ich mal, wird der ETH-Token in den nächsten Tagen auch wieder um die 6 Cent einpendeln. Ist meine Vermutung. Ich habe leider keine Glaskugel, wo ich reinschauen kann. Ich kann es euch nicht zu 100% bestätigen. Aber ich denke mal, dass sich halt eben auch dieser Markt wieder letztendlich erholen wird. Ja, last but not least, für alle, die jetzt sagen, okay, ETH hört sich cool an. Wir haben eine Telegram-Gruppe bei uns am Start, wo wir auch ETH Network bzw. ETH Edge als Subchannel da haben. Das heißt, ihr könnt da dementsprechend eure Fragen stellen. Euch wird auch dementsprechend da geholfen, was das Thema angeht. Kommt einfach rein in unseren Telegram-Kanal. Es ist für euch natürlich absolut kostenlos. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
das war's von mir erstmal. Das nächste Update wird demnächst dazu folgen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei E-Tier weitergeht, beziehungsweise im Projekt E-Tier Edge. Und wie gesagt, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.